Willkommen bei Unterm Messer, dem monatlichen Plastic Surgery Podcast mit Barbie Breakout und Christian Rössing. Hallo meine Süßen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Unterm Messer, eurem Lieblings-Plastic Surgery Podcast. Mein Name ist Barbie Breakout, ich sitze hier mit dem wunderbaren Christian Rössing. Guten Tag, mein Schatz. Guten Tag. Du musst ins Mikro sprechen. Und zwar, Guten Tag, mein Schätzchen. Wie geht's dir, mein Engel? Mir geht's super. Und dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich bin gut vorbereitet, gut ausgeruht, gut geschminkt, gut gespritzt auch. Darüber sprechen wir gleich. Ich bin ja auch von dir eben noch abgepudert worden. Yes. Sehe ich auch wahrscheinlich blendend aus. Du siehst blendend aus. Und du hast irgendwie bunte Karten? Ich habe normalerweise... Nee, normalerweise habe ich Moderationskarten, die weiß sind. Und ich habe aber zweimal in meinem Leben habe ich gedacht, ich werde ab morgen sehr, sehr, sehr berühmt werden und habe dann in einer völligen Hybris, in einer geistigen Umnachtung mir eine riesen Kiste Autogrammkarten bestellt jedes Mal. Die machen es aber auch verführerisch. Ne? Du bist auf dieser Website und gibst das da alles ein und dann für 250 zahlst du, weiß ich nicht, 50 Euro und für 1000 zahlst du dann nur 55. Und dann denkt man natürlich, werde ich auf jeden Fall brauchen, die 1000. Und brauchte dann immer ungefähr so viel Autogrammkarten. Und der Rest dieser Riesenkiste steht noch zu Hause, deswegen benutze ich die jetzt immer für Moderationskarten. Okay. Ja. Nee, aber es ist ja, wir haben heute ein sehr gutes, großes Thema, deswegen will ich natürlich vorbereitet sein, deswegen sind Notizen wichtig, denn unser Thema diese Woche ist ja Botox. Simply Botox. Yes. Aber so simpel ist es ja gar nicht. Es gibt ja riesengroße, sehr viele Einsatzgebiete, viele, glaube ich, die Leute auch gar nicht so auf dem Schirm haben, wofür man Botox so benutzen kann, wenn man möchte. Aber zuerst mal, also ganz am Anfang, muss ich am Anfang jeder Folge sagen, wir sind ein Videopodcast. Das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr uns zuschaut. Also dann wisst ihr es auf jeden Fall. Wenn ihr uns aber zuhören solltet, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr uns sehen könnt. Sowohl bei YouTube als auch bei Spotify-Video. Und das lohnt sich natürlich auch, A, weil wir wunderschön sind und B, weil es natürlich viele Bildchen und auch ein kleines Video oder so gibt, das wir zwischendrin mal einblenden. Das würde man ja sonst nicht sehen können. Genau, ja. So ist das. Schatz, jetzt erklär uns doch bitte erstmal, wo kommt Botox eigentlich her? Was ist denn das genau? Botox ist in der Tat ein Gift, was aus Bakterien gewonnen wird. Das ist das sogenannte Clostridium botulinum. Aha. Das ist ein Bakterium und das produziert, einfach gesagt, ein Gift, ein proteingebundenes Gift. Und das ist das, was man auch kennt aus zum Beispiel Lebensmittelvergiftung, wenn man also ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass Menschen das essen, wenn eine Dose überbläht ist, die zu öffnen und dann zu essen, ist schon ziemlich wahnsinnig. Aber da wäre dann wirklich dieses Botulinumtoxin drin und genau das macht dann natürlich ganz schlimme Vergiftungserscheinungen und das kann auch das tödlich kann sein. Ne? Ja. Also und das muss ja oft gar nicht, also wenn sowas so Gase bildet und aufbläht, das ist ja das eine, aber Botulinumtoxin kommt ja auch in so Sachen vor, also ich hatte das mal bei Gurken. Ich pickel ja selber Gurken und ich mache das aber ohne Säure. Ich mache das nur mit Salz und Gewürzen. Und wenn da das Wasser trüb wird, wenn du die so lange stehen lässt, dass das trüb wird, dann darfst du die nicht mehr essen, weil das wusste ich, halt letztens sogar welche gegessen. Ne, aber die sind ja wahrscheinlich mit. Also die erzählt mir jedes Mal Neuigkeiten, von denen ich noch nichts wusste. Ja, also es kann echt tödlich sein, ist hochtoxisch. Deswegen benutzen wir das ja, also du benutzt das, in eher so homöopathischen Verdünnungen, ne? Ja. Aber genau. Für mich ist dann immer die Frage, und das ist ja bei allem, was wir hier besprechen, bei jedem Thema, ob es jetzt ein Facelift ist oder eben ein Filler oder sowas wie Botox, welcher Irre ist wann und wie auf die Idee gekommen, zu sagen, das bringt Leute um, ach, da spritze ich jetzt mal jemandem ins Gesicht, um zu gucken, ob das die Muskeln lähmt. Ich glaube, das kann man gar nicht mit so diesen Ruhm werden. Und der erste war, ich habe auch ein bisschen recherchiert, ist nicht mehr so ganz nachzuvollziehen, wer es war. Es wird schon jetzt haben wir 2025, also seit fast 130 Jahren wird im Prinzip, also weiß man davon. Es ist seit den 50er Jahren dann so ein bisschen mehr in den Fokus geraten und ist in der Neurologie angewendet worden, aber auch erst in den 80ern dann wirklich. Um so Spasmen zu lähmen? Spasmen, die erste Anwendung war wohl wirklich beim Schielen. Also es sind ja auch Muskeln, die verantwortlich sind, wenn wir eine Schielfehlstellung in den Augen haben. Und da wurde das erste Mal mit Botox wirklich gearbeitet. Und man hat, und was ich auch mal gehört habe, das ist aber auch schwer zu recherchieren, aber ich habe es mehrfach gehört und ich glaube es auch, dass es vielleicht so war. Es gibt einen sogenannten Blepharospasmus, das sind Zuckungen um die Augen. Habe ich manchmal.
Ja. Ja, haben viele. Also das ist so nervöses Zucken, Ja. aber das kann insbesondere bei älteren Menschen wirklich immer deutlicher werden. Die Ja. sitzen dann da und machen dann die ganze Zeit so. Okay. Und da hat dann ein Neurologe sich eben mal getraut, dieses Botox oder Botulinumtoxin, was man da schon für neurologische Fälle angewandt hat, auch bei Spastiken, bei Kindern, bei diesen älteren Menschen dann eben um diesen Spasmus, um das Zucken zu beenden, hat er das gespritzt und wie ein Wunder waren eben auch die Fältchen geglättet. Und da kam man dann so drauf. Interessanterweise war es aber dann im Ende so, dass zuerst die offizielle Zulassung in den beginnenden 2000er, ich glaube 2002 wurde es dann offiziell von der FDA erst zugelassen für die Ästhetik. Crazy. Und zwar auch nur für die Glabella, also für die Zornesfalte und nicht zum Beispiel für die Krähenfüße. Ja. Off-Label wurde das auch schon vorher benutzt. Also ich meine, ich bin ja, habe meine Facharztausbildung ja angefangen schon in Ende der 90er. Da wusste ich, dass in den USA wurde das da schon munter gespritzt. Ja. Und da war die FDA-Zulassung ja noch ein paar Jahre hin. Aber das ist so ungefähr die Historie und das ging natürlich dann steil nach oben und eben auch die vielen Anwendungsgebiete, wahrscheinlich wirst du mich jetzt löchern, wo das überall reingespritzt werden kann, aber das ist natürlich in den letzten Jahren immer krasser geworden. Ja, also ich weiß halt, wann habe ich dann mein erstes Botox gehabt? Ich glaube, ich will mal sagen, wahrscheinlich so 2008 oder 9 oder 10 oder irgendwie so, dass ich mich das erste Mal so selber da runtergelegt habe, kann auch ein bisschen früher gewesen sein. Da warst du doch gerade ein Teenager, oder? Ja, aber so in dem Zeitraum, da ging der Hype auch wirklich los. Ja. Und wenn man dann in dem Alter war, wir wissen ja auch heute, es sollte nicht unbedingt erst benutzt werden, wenn die Falten da sind. Genau, das ist gleich eine Frage, die ich mir für später aufgehoben habe. Aber ab wann? Also ich meine, es gibt natürlich kein festes Alter, aber ich kenne so viele Leute, die, finde ich, zu früh anfangen, die wirklich schon mit 20 sich die Fresse komplett leben lassen, wo ich denke, Maus, da bist du irgendwie auch ein bisschen falsch beraten. Aber mit 60 erst anzufangen, macht halt auch nicht so richtig viel Sinn, ne? Nee, genau das sage ich auch. Und es gibt immer wieder Patientinnen und Patienten, die kommen und sind wirklich Anfang 20 und das mache ich dann echt nicht. Nee. Also das ist dann too much der Vorbereitung auf Falten. Aber so mit die Early 30s, Ja. die sind schon ziemlich sicher eine gute Zeit damit anzufangen und dann hält man das sozusagen von sich. Natürlich alles in Low Dose, ne? Also nie zu viel. Ich hasse das. Ich habe es immer schon nicht gemocht, wenn die dann alle so ein freakiges Gesicht bekommen haben. Und Gott sei Dank, der Trend hat sich auch so jetzt wieder in diese Richtung entwickelt, dass es eben nicht überdosiert ist. Also bei uns zumindest, muss man sagen, ne? Ich habe immer schon das Gefühl, dass die in den Staaten ja einfach bei vielem extremer sind. Also auch, wenn man denkt, so Hollywood-Schauspielerinnen, wo du denkst, die brauchen ihr Gesicht ja, die arbeiten mit ihrem Gesicht, die müssen das ja benutzen und trotzdem, ne, Nicole Kidman bei Colbert neulich, wo du einfach siehst, also die kann die Augen auf und zu machen und die kann sprechen, aber der Rest ist halt wirklich, da bewegt sich gar nichts mehr. Ich meine, kann man machen, wenn man jetzt gerade keinen Film dreht oder so, aber sobald du halt irgendwie das Gesicht benutzen musst, wäre es ja schon schön, wenn sich da ein bisschen was bewegt. Und ich finde das manchmal auch echt irritierend, ist mit Filler aber auch dasselbe. Ich habe Lady Gaga, als die Folie à Deux gespielt hat, dieses Joker-Musical, das spielt ja in so einem dystopischen 80er-Jahre New York und sie ist ja eigentlich so ein Rich Girl, das zwar zu Hause raus ist, aber sie hat irgendwie keine Kohle und lebt in so einer düsteren Wohnung und ist in diesem Gefängnis / in dieser Nervenheilanstalt, wo sie ihn trifft. Und jedes Close-Up von ihr, die spielt das toll, die singt toll und jedes Close-Up von ihr ist irgendwie so eine Oberlippe und halt so eine Stirn, die sich nicht bewegt. Und dann ist sie immer so, oh, ich habe so viele Emotionen und man denkt sich so, ich würde es so gerne gut finden und ich würde so gerne jetzt hier sitzen und mitfiebern. Und dann fragt man sich, warum It ist takes das me so? out. Ja, warum wird das so gemacht? Ich finde es weird. Aber ich finde, also wie gesagt, generell, ich finde, in Amerika machen die einfach ganz oft Sachen so viel zu doll und zu extrem, dass, also auch die Surgery generell, aber mein Favorite-Ding ist ja Real Housewives schauen. Also nicht alle Real Housewives Staffeln, wir haben ja alle unsere eigenen Lieblinge. Ich bin absolutely, firmly Real Housewives of New Jersey Fan. Das ist meine liebste, also ne, das ist mein liebstes Franchise, weil die halt einfach so over the top sind mit allem. Das ist ja wirklich Ach, die New Jersey. Trash hoch 100. Okay. Ja, es ist immer sehr großes Haar und sehr viel Botox, sehr viel Surgery, sehr prollig, liebe ich. Und da gibt es ja so Mäuse, Danielle Staub, ich
blende kurz mal ein Foto ein. Ich habe es dir auch gerade schon gezeigt, die Dame mit dieser sehr hohen Augenbraue. Ach, die ist da von den Housewives. Ja, Wahnsinn. Leider nur in den ersten beiden Staffeln. Die war auch sehr gutes Fernsehen. Aber ja, so eine Braue, wo ich mir denke, also das würde halt in Deutschland hoffentlich auch keiner machen. Aber in Amerika. Na, also das glaubst du. Also das, Really? das kann man, ehrlich gesagt, das ist ja dieses wahnsinnige, dieses Botox, was dann einfach so nach Standard gespritzt wird. Und wenn man überhaupt nicht darauf achtet, dass dann eventuell man nennt es ja Spock-Eye, wenn also der Muskelzug außen an der Augenbraue überwiegt und dann stellt sich die Braue dann einfach für die Zeit dieser Wirkung so diabolisch, dass es manchmal wirklich gruselig aussieht. Und das ist nicht so, dass es das nicht mehr gibt. Nee. Ich zeige dir gleich noch ein Video dazu. Ich habe es am Anfang schon angedeutet, ich bin sehr gut gespritzt, weil wir tatsächlich, um uns vorzubereiten auf die heutige Folge, war Christian so großzügig und so toll und hat gesagt, du, wir machen das einfach. Und dann haben wir mein Gesicht quasi, ich habe so viel Botox in meinem Gesicht wie noch nie in meinem ganzen Leben zuvor. Und trotzdem kann ich alles bewegen, wie ihr seht. Alles ist noch mobil. Es sieht vergleichsweise natürlich aus, aber es ist halt alles so viel besser als vorher. Und wir machen gleich, ich zeige euch mal Vorher-Nachher-Bilder von all diesen Sachen und wir erzählen, was wir gemacht haben. Ich zeige ein Video, wo wir die einzelnen Areas sehen, die wir benutzt haben, die wir gespritzt haben. Und dann gibt es auch noch ein Video, wie das aussieht, wenn es schief geht bei mir, weil das gibt es nämlich auch, wenn ich zu anderen Leuten gehe. Ich werde hier keine Namen nennen. Aber ja, das ist ein Problem, das bei mir passiert, besonders auf der Stirn. Wenn man bei mir die Stirn zu sehr spritzt, hier vorne, und Zornesfalte geht auch gar nicht, es rutscht alles runter und ist dann genau das. Es ist hier sehr dense, unten sehr tief, ich kriege die Brauen nicht mehr hoch und dann rutschen sie hier hinten aber dann so hoch und das sieht einfach echt scheiße aus. Ja. Und ich finde, da muss man auch den Leuten zuhören, wenn die einem sagen, und das mache ich ja immer, wenn ich irgendwo hingehe, ich sage immer, da bitte nicht spritzen, weil dann passiert das. Wenn die Ärzte das dann so besser wissen und sagen, muss man aber, weiß ich besser. Und dann sehe ich 6 Monate scheiße aus oder 4 Monate, wenn wir ehrlich sind, und wünsche mir dann einen Browlift die ganze Zeit. Das ist ja auch blöd. Ja, das klingt immer so einfach, Botox-Spritzen ist so easy, so ein paar Piekschen, es ist easy, man muss nicht den Nobelpreis dafür vorher gewonnen haben, um das zu machen, aber es braucht schon ein bisschen Übung und einfach den Leuten zuhören und man muss nicht jeden Punkt spritzen, der da in diesen Büchern steht. Und wenn man sich ein bisschen mit der Anatomie des Gesichtes und der Muskulatur, der mimischen Muskulatur beschäftigt hat, dann kommt man auch oft selbst da drauf. Ja. Das ist einfach so. Lass uns mal noch, bevor wir jetzt zu tief hier in die Beauty-Geschichte eintauchen, lass uns mal ein bisschen über die alternativen Möglichkeiten sprechen, für die ihr das auch benutzt, die jetzt vielleicht medizinische Implikationen haben. Für Bruxismus, ist das richtig? Zähneknirschen? Richtig, Bruxismus, ganz häufiges Thema. Das begegnet mir hier quasi wöchentlich in der Praxis. Das sind Menschen, die einfach einen starken Biss haben, die nachts die Zähne knirschen, dadurch natürlich ganz gestresst schon aufwachen, die Zähne abgerieben werden. In der Regel gehen die natürlich auch zum Zahnarzt, ist ja richtig, die bekommen dann eine Schiene, eine Kausch- oder Beißschiene. Aber die Kombination mit Botulinumtoxin in diesen Muskeln ist natürlich ganz toll, weil der wird geschwächt, der baut sich jetzt auch nicht vollkommen ab, man kann auch weiter essen und kauen, das sind ja Fragen, die gestellt werden. Klar. Und aber der Druck geht weg, die fühlen sich direkt nach ein paar Tagen schon viel besser, wenn die Wirkung einsetzt. Und es gibt auch einen kleinen ästhetischen Nebeneffekt. Oftmals ist ja auch der Kiefer unten dann schon so richtig breit gebissen und der Muskel, der quillt da regelrecht raus. Es geht auch zurück und es ist auch so ein bisschen Slimming. Und dieses viereckige Antlitz wird dann wieder etwas verschmälert und das ist auch gut. Also kann auch feminisierend sein, ne? Für die von euch, die uns zuschauen, die gerne ein bisschen femininer aussehen wollen. Es kann durchaus diese V-Shape, ne? Wenn man das hier ein bisschen schmaler kriegt, kann das sehr gut dazu führen, dass man eben ein bisschen V-förmiger aussieht. Gleichermaßen, wenn ihr so in meinem Alter seid, wenn ihr euch das hier runterspritzen lässt, kann passieren, dass das hier dann plötzlich mehr hängt, weil der Muskel das natürlich auch so ein bisschen gespannt hat. Ja, der ist ja natürlich auch ein volumengebendes Element im Gesicht in diesem Bereich und dann, wenn der wegfällt, kann natürlich einfach diese Jowls hier vorne so ein bisschen die Marionettenfalte mehr kommen. Aber es ist nicht immer so und betrifft natürlich nur die Leute, die dann davon in der Hinsicht profitiert haben. Also man muss abwägen. Ja, aber hier prominent auch Joko und Klaas, also der Klaas von Joko und Klaas hat das gerade auch im Fernsehen besprochen, dass er das macht. Ah ja.
weil er eben diese krassen Ja. Kopfschmerzen immer hatte und der Nacken und die Schultern dadurch total verspannt waren und dadurch Kopfschmerzen und bla. Und seit er das macht, der Arzt hat ihm das empfohlen, geht es ihm sehr viel besser. Und dann war so großes Gejohle, du lässt die Botox spritzen, wo ich auch denke, Leute, Ja, das ist können wieder wir das Thema, man muss schon bis davon zum Ende weggehen? zuhören, ja. Ja, aber auch so, ne, lass doch Männer auch Botox benutzen. Was soll Ja. denn dieser Rotz? Ja. Also ist ja nun wirklich keine große Sache. Nächstes Thema, was auch wichtig ist, glaube ich, für ganz viele Leute, dass so Spannungskopfschmerzen weggehen können, ne? So Migräne. Macht ihr viel? Ja. Ich frage, also auch die Patienten begegnen uns sehr, sehr häufig, Migränepatienten. Man muss natürlich rausfinden, wo fängt die Migräne an. Es gibt ja ganz viele Triggerpunkte, die dann sowas auslösen können. Und man darf auch nicht glauben, dass das dann immer hilft. Es gibt Migränepatientinnen, bei denen hilft es einfach nicht. Aber oft ist das so, manchmal auch als Side-Effekt, als positiver. Die kommen also wegen ihrer Zornesfalte und merken plötzlich, ich habe ja gar nicht mehr die Kopfschmerzen, die immer so schlimm angefangen haben in der Stirn. Und auch Triggerpunkte im Nackenbereich, auch bis hin zum Trapeziusmuskel, sind auch verantwortlich für Spannungskopfschmerzen. Die gehen auch mit Botox recht gut zu behandeln. Das ist ja auch hier hinten, wird ja auch oft gespritzt jetzt. Ist das Barbie-Botox? Ist es das, was Barbie-Tox? Ja, das ist das, ja, Barbie oder Brotox wird es genannt, also die Namen sind schon krass, ne? Also da können wir ja noch Trap-Tox ist auch das. Trap-Tox wegen Trapeziusmuskel. Natürlich, wenn der ein bisschen schmaler, ein bisschen weniger ist, dann sieht es natürlich in diesen Spaghetti-Trägerkleidern schöner aus, nicht so wuchtig. Ja. Und das ist oftmals das Begehr der Damen. Okay, verstehe. Die kommen eigentlich dann weniger wegen der Kopfschmerzen, sondern weil sie eben im Kleid ein bisschen schöner aussehen wollen. Könnte ich auch mal machen. Schwitzen, Hyperhidrose. Auch super behandelbar. Man muss nur wissen, dass natürlich viele Einheiten, die da rein müssen, damit die Wirkung auf die Schweißdrüsen auch richtig einsetzt. Das sind also pro Achsel dann auch schon mal eben 100 Einheiten oder mehr. Und, das heißt, das wird teuer. Es wird teuer, das muss man wissen. Und es hält eben auch nicht länger als zum Beispiel so eine Behandlung im Gesicht. Das muss man also immer wiederholen. Aber ist wirkungsvoll. Man ist echt furztrocken, sage ich mal, dann unter den Achseln. Und es ist natürlich ein Luxus, den man damit eben auch bedient. Ja, naja, aber ich meine, für manche Leute ist das ja auch für einen Beruf wichtig, ne? Wenn du vor der Kamera stehst zum Beispiel die ganze Zeit und willst keine Schweißflecken unterm Arm haben. Dann ist das super. Und es gibt die wirklich krankhaft schwitzen, die so Hyperhidrosis haben. Die kann man ja auch testen vorher. Die kriegen das auch von den Krankenkassen erstattet. Die wirklich, da läuft das nass, die Achsel raus und auch aus den Händen und Füßen, also Fußsohle und Handflächen sind betroffen, kann man auch dann so behandeln. Gibt ja Leute, also ich habe das schon oft mit Leuten besprochen, die sagen, ach ja, Botox, da kann man ja das und das, die dann immer, wenn es auf das Thema kommt, sagen, ach, dann hätte ich aber Angst, dass es woanders mehr rauskommt. Das ist aber natürlich Schwachsinn. Ne? Nein, also das ist Schwachsinn. Dir kommt es nicht oben aus dem Kopf rausgespritzt, weil du unter der... Nein. Genau, danke. Und man muss ja auch weiter schwitzen. Schwitzen ist ja eine wichtige Funktion des Körpers. Also das wäre ja Wahnsinn, wenn man dann alles, was schwitzt, mit Botox totlegt. Das wird auch sowieso nicht funktionieren. Ja. Es geht halt um diese Spots, was ich gerade sagte. Ja. Und die verhindern aber die generelle Schwitzdose ist damit nicht irgendwo richtig tief, sodass man das kompensieren müsste. Ja. Für die unter uns, die gerne und viel High Heels tragen, denen das aber sehr weh tut, gibt es ja auch die Möglichkeit, quasi die Fußsohle mit Botox zu bearbeiten und angeblich ist dann der Schmerz nicht so doll. Stimmt das? Ja, angeblich ist das richtige Wort dabei, weil also da fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie. Das wird gehen, es ist also anatomisch und funktionell ist das bestimmt machbar. Ich mache das nicht. Auch da braucht man eine größere Menge und ich finde dann das Ergebnis, was man dann zu erwarten hat, das tritt dann nach vielen Aussagen von Kollegen, die es machen, nicht immer so ein. Und dann, ich glaube, das ist dann oftmals so ein Rohrkrepierer. Ne? Ja. Das ist dann einfach, klappt nicht. Ja, also ich mache das nicht. Ja, dann wollen wir Auch nicht dieses Slimming von den Waden und sowas. Also gibt Dinge, die mache ich halt einfach nicht. Ja, wenn die Killefits sind, dann ist es Killefits, dann muss man es nicht machen. Ja. Kiefergelenksprobleme haben wir. Reizblase. Das gehört in urologische Hände. Machst du nicht? Nein.
Wo wir gerade bei urologischen Themen sind. Ah ja, jetzt weiß ich, was kommt. Jetzt wird es ein bisschen not kinky, aber ja, es gibt auch Intim-Einsatzbereiche für Botox, habe ich gelernt in der Vorbereitung auf diese Folge. Ja, ist quite new. Also das ist, so ganz new ist es nicht, aber die Nachfrage steigt gerade an, weil es wie mit vielen Dingen so ist, die dann sich verbreiten im Internet. Das ist das sogenannte P-Shot nennt sich das. Das heißt, ja, die Namensgebung ist immer irgendwie wahnsinnig. Ja. Aber das ist eigentlich eine Verbesserung der Durchblutung des Schwellkörpers, Penis, indem man dort Botox auch in den Schwellkörper spritzt. Es ist ja auch eine Muskulatur, eine glatte Muskulatur, die dann entspannt und dadurch der Einfluss von Blut gesteigert wird, eben auch dann, wenn der Penis nicht irrigiert ist. Und dann Der ist einfach größer dann. der ist dann einfach ein bisschen größer und vielleicht zieht auch. sich bei Kälte nicht so schnell zusammen. So, genau so ist das. Okay, dann hat man gar keine Ausrede mehr. Man kann ausreden. Aber das ist auch nicht 100% und die Ergebnisse variieren dann natürlich Ja. auch von Mensch zu Mensch. Oft wird es auch kombiniert mit PRP, mit diesem Eigenblut, um das Ganze noch ein bisschen aufzutun. Ist gerade sehr im Trend. Viele finden es gut, wir machen es auch. Aber das ist jetzt immer noch, läuft so an der Seite. Das ist nichts, was wir nun extra bewerben, glaube Right. ich. Ja, das Right, okay, aber das ist ja immer, ich finde es ja immer spannend. Eine Sache noch bei dem sogenannten Gummy Smile, also wenn ihr Leute seid, die also im Verhältnis relativ wenig Zahn und viel oberes Zahnfleisch haben, wenn ihr lächelt, da kann Botox auch Abhilfe schaffen, richtig? Das geht super. Also das ist natürlich wirklich, man muss schauen, dass es beim Lächeln, wie viel Zahnfleisch dann zu sehen ist. Man muss dann auch die Dosierung genau anpassen. Das wird dann sozusagen hier in so nasolabial gibt es einen Punkt, wo dieser Muskel ist, der dafür verantwortlich ist. Und das kann man super damit behandeln. Und das ist für viele, die trauen sich ja gar nicht zu lächeln auf keinem Bild, weil das immer so ein bisschen pferdemäßig aussieht. Das ist dann Ja, oder denken sie, müssen sich irgendwelche teuren Veneers machen lassen, um irgendwie größere Zähne zu bekommen und haben dann irgendwie plötzlich sehr große Zähne und immer noch viel Zahnfleisch. richtig. Also, Und es ist easy mit wenig Ja. Mengen an Botox. jetzt, wo wir bei der Lippe sind, ich habe damals, früher war das so, wenn man früher mit Leuten gesprochen hat, als das alles noch relativ neu war und alle so ein bisschen, also zumindest auch Leute, mit denen ich zu tun hatte, oft waren da Leute dabei, die so den Eindruck erwecken wollten, als wären sie da irgendwie auch so involviert und natürlich lassen sie sich Botox spritzen und natürlich haben sie Filler. Und da wusstest du dann immer, wenn irgendjemand gesagt hat, ich habe mir Botox in die Lippe spritzen lassen, wusstest du, das sind Idioten, die einfach nicht wissen, wovon sie reden und einfach die Begriffe vertauschen und ein bisschen mitquatschen wollen. Mittlerweile ist das ja anders. Ich habe von dem sogenannten Lip Flip das erste Mal, ich glaube, und ich bin ja wirklich, wie du weißt, gut informiert, ich glaube vor einem Jahr gehört und war dann so, ach, das geht, das ist ja toll. Vor einem Jahr hast du erst davon gehört. Das ist ganz lange an mir vorbeigegangen. Unglaublich. Normalerweise gehen diese Dinger nie an dir vorbei, Oder weil lass du bist. es 1,5 oder 2 gewesen sein, aber ich habe nie Ergebnisse gesehen, wo ich dachte, also ich habe auch immer dann gleich recherchiert online und das vorher-nachher, was ich gesehen habe, da war immer, dachte ich, das ist ja Blödsinn. Naja, siehst du. Und dann habe ich hatte ich dich gefragt und sagte, ja, können wir machen, komm mal vorbei, machen wir. Und dann haben wir das erste Mal gemacht und der Effekt war da. Ich habe das gebraucht für einen Fotoshoot, genau. Ich wollte keinen Filler mehr machen und dann hast du gesagt, wir können das machen. Und dann war der Effekt da, aber das war noch relativ mild so. Und jetzt haben wir es, weil wir gesagt haben, wir machen alles, was wir machen können und was Gutes, haben wir es nochmal gemacht. Und jetzt ist der Effekt dolle. Ich blende mal Fotos ein, ihr könnt es jetzt hier sehen. Einmal von vorne und von der Seite. Ihr seht es an der Oberlippe, wir haben es nur an der Oberlippe gemacht. Der Effekt ist halt geil, weil es natürlich ist. Also es ist ja ich habe keinen Filler in der Lippe, da ist nichts, lässt sich weder ertasten, noch sieht es irgendwie seltsam geschwollen aus. Es macht einfach die Lippe größer. Aber wie funktioniert das? Alles, was im Gesicht mit Botox gemacht wird, beruht darauf, dass wir Muskulatur dämpfen und andere Muskeln dominanter werden. Das ist ja auch an der Stirn so. Ja? Wenn ich jetzt möchte, dass meine Augenbrauen so ein bisschen gehoben werden, dann ist der Trick dabei, dass ich einen Muskel etwas dämpfe, nämlich zum Beispiel also unter der Augenbraue und der für die Krähenfüße verantwortlich ist und den in der Stirn einfach nicht behandle und dann geht die Augenbraue nach oben. Und das ist immer ein Spiel, Agonist, Antagonist dieser Muskulatur und so ist es eben auch beim Lip Flip.
denn dadurch verstärkt sich durch diese kleine Injektionslinie an der Oberlippe verstärkt sich dann sozusagen diese Muskulaturgefüge für die Lippe. Das ist ja auch recht kompliziert, der ganze Aufbau. Und dann klappt so ein bisschen die Oberlippe nach oben und sieht dadurch etwas größer aus, nicht wirklich voluminöser. Und das ist natürlich ein toller Effekt, aber es gibt auch Side-Effects. Ich glaube, du hattest den auch. Gott sei Dank nur vorübergehend. Ja. Und wenn man sich aber damit auseinandergesetzt hat und das weiß und sich daran gewöhnen kann, dass man das so für 1-2 Wochen hat, beim ersten Mal ist es meistens besonders blöd und du wirst es gleich erzählen, dann ist das natürlich super, wenn man das dann weiß, wie es funktioniert und dann damit gut leben kann, dann ist das eine mega Behandlung. Also das mit dem Lip Flip war lustig. Wie gesagt, beim ersten Mal waren die Nebenwirkungen minimaler oder kleiner, nicht minimaler, kleiner, weniger. Aber der Effekt war halt auch weniger. Da waren wir softer und diesmal haben wir gesagt, wir machen mehr. Und das war lustig, weil ich bin nach London geflogen zur Wicked-Premiere. Ich weiß, die Leute, die mir folgen, können es nicht mehr hören, aber ja, ich war bei der Wicked-Premiere in London, guten Tag. Und saß den ersten Abend im Hotel und habe Abend gegessen, alleine. Ricardo war, glaube ich, noch nicht da. Und hatte mir irgendwie so einen Salat mit Hühnchen bestellt, so ein Caesar-Salat mit Hühnchen. Und das Hühnchen kam mit so Rucola. Und das sind ja so relativ lange, starksiege Halme, Blätter, was auch immer. Und habe mir da, wie ich so Salat esse, so eine Gabel voll gemacht und in den Mund gesteckt. Und normalerweise ist die Oberlippe ja in der Lage, das dann drin zu halten. Und man kaut. Und das war nicht mehr so. Und dann habe ich in diesem Nobel-Restaurant gesessen und mir starkten so 5 Rucola-Zweige aus dem Mund. Und du hast mich verflucht. Und habe irgendwie versucht, das da so reinzuwursteln. Und also ja, am Anfang ist Essen auf jeden Fall, muss man sich daran gewöhnen, weil die halt einfach, ne, die kann sich oben nicht mehr so richtig zusammenziehen. Pfeifen geht auch nicht. Mit dem Strohhalm trinken könnt ihr auch vergessen. It is what it is. Also ne, man kann an der Seite, kann ich so ein bisschen saugen noch, aber hier vorne doof. Aber das ist jetzt, wie lang? Also ich glaube 3 Wochen sind wir jetzt. Circa 2-3 Wochen sind wir. Und 3 Wochen, denke ich. Ich konnte gestern zum ersten Mal wieder pfeifen. Also, ne, das kommt zurück. Und wie du schon gesagt hast, es ist ein Abwägen von Pros und Kontras. Möchte man das? Kann man damit leben? Ich kann damit sehr gut leben, weil ich den Effekt halt sehr, sehr liebe. Und der hält ja jetzt eine Weile an und du kannst jetzt alles wieder machen. Aber und deswegen ist die Aufklärung eben immer so wichtig, das konkret und ehrlich zu sagen. Ja. Und es gibt wirklich, ich will mal sagen, also die überwiegende Anzahl derer, die das bekommen, finden es gut. Es gibt aber doch nicht wenige, die sagen, also never again. Ja. Also die sagen, es war furchtbar, auch wenn wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, wenn man halt dieses Platis mal so ein bisschen für die Jawline behandelt, da gibt es ja welche, die müssen sich dann ihr Essen dann mit den Fingern dann irgendwie aus der Wange rausholen. Wenn man das macht und das ganz furchtbar findet, die kommen halt dafür nicht nochmal, das ist schon klar. Das ist aber wirklich lustig, weil ich habe mir, ne, also das ist bei mir ganz lange schon ein Problem, dass ich im Profil ganz lang schon einfach hier diese Lefzen zu hängen habe, mal mehr, mal weniger schlimm. Und ich habe da lange, auch mit KollegInnen von dir, haben wir daran gebastelt und haben überlegt, was können wir da machen. Dann kamen die mit Fäden, mag keine Fäden, haben wir probiert, also hasse es. Auch nicht der Effekt, den ich wollte. Dann haben sie gesagt, wir müssen Filler machen, wir müssen irgendwie die Jawline aufbauen, wir müssen hier oben was aufbauen, damit dann zieht das weg. War auch scheiße. Ich sah auch aus wie ein Fußball, also it was just not a good choice. Und dann hast du irgendwann gesagt, nee, Botox. Und dann war ich so, was soll denn da Botox bringen? Und dann haben wir hier in meinem Mundwinkel, weil ich, ne, kann ich jetzt gerade nicht mehr, aber normalerweise habe ich eine Tendenz. Ich habe halt so einen Merkelmund. Ich lächle auch nach unten, also ich bin generell hier einfach eine sehr negative Person. Aber ja, ich habe meine Mundwinkel oft unten und das hat dazu beigetragen, dass das hier entsteht. Und hat mir vorher keiner gesagt, es war erst Christian. Und ich konnte es erst nicht glauben, dann haben wir es gemacht und bums. Ihr könnt es sehen, ne, da ist jetzt kein Filler, da sind keine Fäden, da ist nichts. Und obwohl ich so viel abgenommen habe, obwohl hier wesentlich mehr Haut hängen könnte, ist es viel straffer. Richtig. Erkläre. Das ist nicht unbedingt dieser Mundwinkelmuskel, der spielt da mit rein, aber am wichtigsten ist der Halsmuskel, man kennt das ja, das ist das, was das du da ist immer das im machst. Prinzip, genau. Ich mache ja beides dann auch, aber das ist dieser Muskel, der diese Bandages, der zieht ja sozusagen immer wieder diese Wange so runter an der Stelle.
das ist eben nicht nur, dass die Wange runterrutscht, das tut sie auch, deswegen haben wir ja auch diese Facelift-Geschichten. Aber das ist alles spielt ja zusammen und dieser Muskel zieht dieses Jaw dann immer so runter. Und wenn man da auch mit Botox arbeitet, wird der Muskel ja schwächer. Ja. Und dann bewegt sich das Ganze nach oben, weil hier haben wir ja kein Botox gespritzt. Ja. Also die Mimik bleibt ja da erhalten hoffentlich. Und dann sieht die Jawline auch wieder besser aus. Das ist, und auch im Übrigen werden dann so Knitterchen und Falten am Hals besser. Genau, also ich kann ja mal zeigen, ne? Das ist das Maximum von dem, was jetzt noch geht am Hals. Und das war doppelt so viel. 3-mal. Also das war hier wirklich, die dollste, ja. die ich noch spüre. Hier ist ja alles mehr oder weniger glatt schon. Und ne, da denkt man auch nicht, dass einem das auffällt. Ich habe das dann im Podcast gemerkt. Ich habe den Podcast mit Simon, die Doppelmaushälfte, saß ich da und wir haben gesprochen und ich habe wollte irgendeine Fratze machen und habe dann so gemacht und dann merkst du es halt, oh, das geht gar nicht so richtig. Ja. Und das ist auch erstmal ein komisches Gefühl, aber generell bei Botox ist es wie so das Gegenteil von einem Phantomschmerz, dass du merkst, dein Gesicht sollte jetzt eigentlich in der Lage sein, was zu machen, macht es aber nicht und das fühlt sich auch erstmal komisch an, aber das hast du halt nach einer Woche auch überwunden. Ist ja auch bei der ganz normalen Zornesfaltenbehandlung, die das zum ersten Mal bekommen, die sind manchmal auch ein bisschen erschrocken, wenn dann plötzlich nach 3, 4, 5 Tagen dann die Wirkung einsetzt. Ja. Wichtig ist, dass man es weiß und da habe ich nie Probleme gesehen, also selten. Lass uns mal sprechen. Also wir haben ja, ich blende hier zwischendrin immer wieder Ausschnitte aus dem Video ein, wo Christian quasi am Werk ist und an mir herumspritzt. Wir haben ja relativ viele einzelne Areas gemacht. Ne? Wir haben einen kleinen Browlift gemacht, meine ich. Wir haben das hier gemacht. Erzähl mal noch. Willst du Video dabei gucken oder willst du einfach so erzählen? Du kannst es ja mal zeigen, vielleicht kann ich es dann, also ich vergesse auch ganz schnell immer, wenn man so komplexe Sachen gemacht hat, was wir nacheinander und am selben Tag gemacht haben. Aber jetzt haben wir wirklich in Vorbereitung auf diese Folge mal von oben bis unten alles durchgespielt. Und ich denke auch soft enough, dass es nicht zu viel ist, und, aber eben auch, dass du was siehst. Ja. Ne? Zeig mal. Nimmst du? Kiekst du? Ja, ich male es ja kaum noch ein. Das ist ja auch ein Vorteil, wenn man den ganzen Kram schon so lange macht, dass man nicht mal alles einmalen muss. Aber hier habe ich es auch mal getan. Wie eben schon berichtet, das Platysma, also diesen Halsmuskel. Das habe ich gemacht. Ich habe den Mundwinkel Depressor angulioris heißt der. Das ist die Merkel, also das will man ja gar nicht immer so laut sagen, die arme Frau. Aber das führt natürlich im Laufe des Lebens dann dazu, dass diese Falten sich immer mehr eingraben und dann hat man das dann eben so. Ja, hier sehe ich gerade, wie ich dir diesen kleinen Lip-Flip spritze. Es geht ja auch alles zackig. Es ist direkt am Lippenrand. Das waren nur 4 kleine Punkte und dann hast du. Es waren nur 4 oder 3 kleine Punkte. Den höheren. Richtig. Man kann ja auch ein bisschen, es gibt ja Menschen, wenn sie lachen, dass die Nasenspitze immer so runtergeht. Ja, das mal. Das kann man auch mit Botox ganz gut behandeln. Das habe ich nämlich hier bei dir auch gemacht, obwohl das bei dir nicht so krass war. Das habe ich einfach nur so gemacht, damit man es mal sieht, wie es geht. Das Material loswerden gibt es. Wollte noch ein paar Einheiten loswerden. Ja, und das haben wir am unteren Gesicht gemacht. Okay. Wir haben in einer vorherigen Sitzung hatten wir noch eben auch einen kleinen Browlift gemacht. Erklär mal, wie das funktioniert, weil ich glaube, da gibt es viel Confusion auch, was man da machen kann mit der Braue am Auge, wie viel Lift da möglich ist. Also ne, zum Beispiel das hier vorne, kann man das hier vorne überhaupt anheben? Ich glaube, das hast du angehoben bei mir. Es kann man anheben, ähnlich wie man auch den Außenbereich der Braue anheben kann. Sind ja nicht viele so gesegnet wie du, dass die Braue von alleine eigentlich schon so ein bisschen schräg ist. Viele haben ja einfach nur eine ganz gerade Braue und die möchten natürlich, dass das dann so ein bisschen nach oben geht, auch außen. Das kann man alles machen. Und es beruht darauf, dass das ist ein ringförmiger Muskel, der ums Auge geht. Also wenn man auch mal so anatomische Skizzen sich anschaut, dann sieht man das, wie der Augapfel außen, also unter der Haut, dann unter dieser Muskel so ringförmig geht und der macht eben Krähenfüße, der macht auch, wenn ich ganz doll die Augen zusammenkneife, dass die Braue nach unten gezogen wird. Und wenn ich den natürlich mit Botox behandle, dann geht das einfach auf und das kann man auch in der Mitte machen. Okay. Man darf halt in deinem Fall gar nicht so viel die Zornesfalte spritzen, diesen kräftigen Muskel, wenn man den bei dir so sehr lähmt mit Botox, dann rutscht dir einfach diese mittlere Stirn nach unten. Das ist ein super Stichwort, weil jetzt zeigen wir einfach mal das lustige Video. Ihr werdet ein bisschen lachen können. Ihr könnt mich auch sehen, wie ich als Kundin bin, wenn ich nicht zufrieden bin.
Ich bin, ich werde nie garstig, aber ich finde schon auch deutliche Worte. Ich blende es ein, du kannst es hier nochmal gucken. Hallo mein Schatz. Also es ist jetzt lang genug her, glaube ich, dass wir wissen, dass es jetzt ist, wie es ist. Und also will mich nicht beschweren, aber I'm not happy, weil das jetzt hier so massiv unten sitzt, wie es sitzt. Da kriege ich es auch nicht mehr hoch. Also das ist jetzt, ich versuche es hochzuziehen. Und du siehst, es sind jetzt hier diese Negativlinien, diese bösen Linien quasi, die geblieben sind. Ne, die Linie bleibt jetzt halt so 1. Und ich kann es nur hinten hochziehen und dann wird es noch schlimmer. Also das ist, ja, das, was ich nicht wollte eigentlich. Ja, nee. Das ist genau das, was ich eben erzählt habe. Der mittlere Teil der Stirn ist durch zu viel Botox in die Glabella, also in diese Muskulatur, die das quetscht, reingespritzt worden und einfach außen gar nicht. Und ein Browlift noch dazu. Und plus das Browlift mit den Krähenfüßen und dann kam eben dieser Spock-Blick. Plus natürlich, das ist ganz wichtig, es gibt ja bei ganz vielen Menschen diesen kleinen Muskel, der dann immer den Zug nochmal zusätzlich ausübt. Und wenn nun genau der einzige ist, der dann noch funktioniert, ja, dann zieht sich das alles hoch. Also siehst du gruselig aus da drauf. Ja, und ne, ich meine, dann ist man auch, ich bin ja eine treue Kundin, vor allem auch natürlich, weil ich vieles eben günstiger bekomme als viele andere. Ne? Dann geht man da vielleicht auch doch nochmal hin und sagt sich, ach naja, die Stirn wäre ja wenigstens glatt. Aber das ist dann tatsächlich eine Sache, wo ich dann auch denke, nee, also es ist schön, wenn die Stirn glatt ist, aber wenn ich meine Augenbrauen nicht bewegen kann, vor allem wenn das runterrutscht, das war jetzt vorhin nicht übertrieben. Ich sitze dann wirklich 4 Monate vorm Spiegel und denke über Browlifts nach. Also ne, kosmetische, chirurgische Eingriffe, weil mich das dann so frustriert, dass ich konstant müde aussehe, dass ich konstant keinen Ausdruck da oben im Gesicht habe, dass ich auch weder Freude noch irgendwas anderes ausdrücken kann. Plus, damals bin ich noch aufgetreten, ne? Das ist auch schon eine Weile her. Da bin ich noch aufgetreten und ich mache ja nun mal auf der Bühne gerne dramatische Nummern und wenn ich mein Gesicht nicht bewegen kann auf der Bühne, kann ich zu Hause bleiben. Also dann stehe ich da wie so ein geschminkter Käse und mache irgendwie den Mund auf und zu und heuchle Emotionen. Das hat ja keiner was von. Nein, hat keiner was davon und auch nicht mal die Menschen, die überhaupt nichts in der Öffentlichkeit tun, die sind ja dann auch ganz enttäuscht und traurig, weil sie einfach nicht so wirken, wie sie sich fühlen. Right. Also man kann so viel auch damit übertreiben, dass es nicht passt. Ja. Was kann denn schief gehen? Lass uns mal darüber sprechen. Das, was du eben erzählt hast, das ist der typische die Schiefgeh-Story im Prinzip. Und die ist eben auch so schwer zu korrigieren. Also man kann natürlich dann versuchen, eben das, was dann eben so eine Dominanz erreicht hat, dass die Braue immer so hoch geht, die kann man auch wieder ein bisschen down bringen. Aber halt auch alles. Ja, aber eben auch nur mit Botox und dann ist dann wirklich erstmal Ruhe am Karton. Und ich will auch, muss man ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt auch nicht fehlerfrei, denn auch wenn ich das schon super lange mache, ich habe immer wieder Patientinnen, Patienten, die kommen und dann denke ich mir, mein Gott, was ist denn da passiert? Da ist einfach mal ein Tropfen zu viel gewesen oder ist es einfach ein bisschen schneller resorbiert, hast du in irgendwie einen kleinen blauen Fleck kreiert und darüber ist natürlich auch der Abtransport ganz schnell. Nur es sollte nicht die Regel das ist das sein. Problem mit blauen Flecken. Ja, du injizierst ja dann eben so einen kleinen Tropfen eben auch mal irgendwo in wenn du einen blauen Fleck gesetzt hast, dann resorbiert sich natürlich das Präparat eben auch ganz anders. Das sitzt ja dann nicht in dem Muskel, sondern das schwimmt dann ja in diesem kleinen blauen Fleck rum. Und dann hast du da natürlich weniger Effekt. Und da muss man eben auch mal was nachspritzen. Es sollte nur einfach nicht die Regel sein, aber das kommt eben einfach vor. Und das sind so Dinge, die können schief gehen. Also blaue Flecken, vielleicht eine Asymmetrie, die man, wenn man es eben erstmal etwas weniger dosiert und vorsichtig ist, dann lieber die Asymmetrie korrigieren kann mit einem Tropfen noch hinterher, als einfach dann auf Gedeih und Verderb damit ein halbes Jahr leben zu müssen. Das ist so meine Auffassung davon. Ja. Gibt es denn, also ich weiß, dass es eine sogenannte Botox-Immunität gibt, die glaube ich ja nicht von Hause aus besteht. Vielleicht gibt es das bei ein paar Freaks, bei denen das einfach nicht wirkt. Aber normalerweise wird das ja, glaube ich, gezüchtet, dass es nicht mehr funktioniert, oder? Liegt bei 3%, 1-3%. Also super wenig an sich. Also das tritt nicht so häufig auf, wie vermeintlich das die Patientinnen, die Patienten denken. Das liegt eher daran, dass sie einfach auch vergessen, dass wir ja nicht unbedingt die Bewegung oder die mimische Muskulatur
behandeln, dass sie steif ist, sondern dass wir versuchen, die zu dämpfen, ja. Und viele kommen ja dann und sagen nach 2, 3 Monaten, es kann ja alles schon wieder bewegen, ich habe wohl eine Resistenz. Also das ist meistens nicht der Fall. Das liegt daran, dass einfach, das ist auch so gewollt. Wenn man die Patienten gut führt, dann verstehen sie das auch. Aber es gibt ja wirklich welche, die wollen es ganz platt haben. Und dann liegt es an der Dosierung. Und diejenigen, die so eine Resistenz dann wirklich entwickeln, das kann ja wirklich passieren, das liegt oft an ständigem Überdosieren. Weil die kommen in der Das ist Muskelsequenz einfach so. noch, genau. Ja. Gibt es. Ich weiß, ich habe auch welche, die das haben. Dann wechseln wir mal das Präparat oder man kann dann eben mal nichts mehr machen. Ne? Das ist einfach so. Aber gut, das heißt, wenn es mal wirklich tatsächlich schiefgegangen ist und das Gesicht ist dann eine Weile schief, dann ist das so, dann muss man damit leben. Ich höre, dass man dann zum Beispiel viel in die Sauna gehen kann, also das Schwitzen, das dann auch hilft abzubauen, dass das schneller vorbei ist. Stimmt das? Ja, wenn man dran glaubt. Also ich glaube da nicht so dran. Oder das dann halt zu massieren und bewegen, versuchen immer zu bewegen. Ich glaube das nicht, nee. Okay. Also ein verstärkter Stoffwechsel, der natürlich dann, den man auch in der Sauna dann hat, das könnte vielleicht auch zu schnellerem Abbau führen, aber da würde ich gerne mal eine Studie sehen, die das. Gibt es denn Sachen, die man machen kann, um es zu verlängern? Es gab vor einer Weile dieses, ich will es ein Gerücht nennen, dass man das mit Zinkeinnahme irgendwie verlängern könne. Wenn man viel Zink einnimmt, dann hält es deutlich länger. Gibt es da empirische belegbare Sachen, oder? Gibt es nicht so wirklich. Das ich weiß, es gibt wohl 2, die das jetzt etwas länger und auch auf einer größeren Kohorte untersuchen. Da warten wir mal drauf, was da rauskommt. Bisher sind das nur so Ideen. Das sind ja immer so. Man beobachtet dann bei einigen, bei denen das dann halt mit Zinkeinnahme einfach länger gehalten hat. Aber bewiesen ist das damit eben nicht, weil das jetzt 5, 6, 7 Ärzte gesagt haben. Sondern man muss dann wirklich eine empirische, eine Studie machen mit 10.000 oder wenigstens aber mal 1.000, die dann, wo man was ableiten kann. Ich glaube, das war erst dann. Obwohl Zink ist natürlich nicht schlecht zu nehmen. Nee, kann man immer gut. Immer gut. Es gab jetzt vor, ich würde sagen 6, 7 Monaten, glaube ich, zumindest in meinem Bewusstsein ist es erst so, wahrscheinlich vielleicht Anfang des Jahres, I don't know, tauchte das auf, dass es jetzt irgendwie neues, besseres Botox gibt, Botox Ultra und so. Das wirkt schneller, das hält länger, bla 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 bla. Da sind sehr viele Leute sehr schnell auf diesen Hype aufgesprungen und waren sehr, sehr begeistert. Ich auch. Ja, was hältst du denn davon jetzt? Ja, das ist ja die Firmen haben ja immer eine wahnsinnige Überzeugungskraft, wenn neue Produkte auf den Markt kommen. Das ist ja dann immer jedes Mal, mein Gott, das ist das Beste und das musst du jetzt sofort nehmen. Und ich habe da auch gleich mal hier eine Palette geordert. Es funktioniert nicht schlecht. Es ist einfach auch nur, man muss es sagen, ein Botox, das ist vom Reinigungsgrad sehr gut und die ist schon voraufgelöst. Man muss es halt nicht mehr anmischen. Also gewisse Fehler, die sich einschleichen, sind damit ausgeschlossen. Und es ist in der Tat oft in der Einsatzgeschwindigkeit übertrifft es die normalen Botox-Präparate. Es ist in einigen Fällen nach 24 Stunden schon da und das ist natürlich toll, wenn man dann was schnell haben möchte, aber eben nicht bei jedem. Das heißt also, ich kann auch nicht sagen, das ist sicher, morgen hast du die Wirkung. Bei manchen dauert es genauso eine Woche wie bei den anderen und leider ist schneller weg. Also da ist wirklich die Wirkdauer ziemlich beschränkt und das kann ich jetzt sagen, wir haben es jetzt wirklich hunderte Mal benutzt in den letzten Monaten und das ist ein ganz sicherer Point, den alle sagen und deswegen nehme ich das auch wieder aus dem Programm. Ja. Nee, und dieses ganze Ding, also dieser große Hype wieder und man hat jetzt was Neues gefunden, das hält so ewig lang. Mir wurde gesagt, das hält irgendwie 8 Monate und das ist einfach Bullshit. Ne? Also bei mir hat es freundlich vielleicht 3 Monate gehalten und dafür dann die Mehrkosten und so, weiß ich nicht. Klar, wenn es schnell gehen soll, sure, aber alles andere fand ich ein bisschen überspannt. Was ist denn jetzt? Also natürlich ist das von Patientin zu Patientin unterschiedlich. Man kann nicht sagen, ihr braucht alle so und so viele Einheiten für den Preis. Aber wenn wir mal gucken, was wir jetzt bei mir gemacht haben, wir haben das Video jetzt gesehen, wir haben Stirn ein bisschen gemacht, wir haben Braue gemacht, wir haben hier die Krähenfüße gemacht, wir haben das hier gemacht, Lipflip gemacht und das. Wie viel würde das kosten bei dir, wenn das jetzt jemand einkaufen möchte, regulär? Das ist natürlich das absolute volle Programm und da muss man so mit 2.500 € rechnen.
Ja, das ist, weil das sind viele Einheiten, ne, die auch, also viel auch Material, was man dann verwendet. Also ich sag mal, das ist jetzt nur so heraus, also ich zähle nur gerade Ja, zusammen, ja. wenn man so eine normale Behandlung für die gesamte Stirn-Krähenfüße kostet ja auch so um die 500 € schon. Dann hat man den Hals mit was mehr benötigt. Mhm. Das sind wahrscheinlich dann 800 € und dann zählt sich das dann zusammen. Dann Mhm. hast du hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Die wenigsten machen das natürlich alles auf einmal und auch nur explizit an Mhm. vielleicht auch nur kleinere Dinge. Also das, aber so eine Botox-Behandlung ist mittlerweile, kostet einfach mal so zwischen 350 bis 500 € Mhm. die kleinere Zonen. Ne? Mhm. Und so, wenn man jetzt sagt Baby-Botox, also wirklich nur so minimal für Leute, die auch wirklich noch keine großen Probleme haben im Gesicht, einfach nur, dass das so ein bisschen refreshed aussieht, ein bisschen glatter. Wo ist man da so ungefähr? Für so Baby-Botox, wie man es so nennt, 350 €. Okay. Okay. Ja, das ist ja auch, man kann ja auch, gibt ja auch eine hohe Verdünnung, man kann auch das Botox weiter und weiter verdünnen. Es gibt ja auch, das ist so ein Trend, hat sich aber auch nicht so durchgesetzt. Ich glaube, das heißt dann irgendwie Supermodel Botox. Also, ich weiß aber nicht, wer sich das alles ausdenkt. Da wird Nicht ich. an sich richtig verdünnt und Ja. es wird wie ein Netz verteilt im gesamten Gesicht mit Ja. so einer Art ähnlich wie eine Mesotherapie. Ach, und diese Sticks auch. Niedelt man dann da die Botox High Solution ein Ja. und dann würde man also sozusagen alles bewegen können. Es wird alles ein bisschen, der Glow kommt raus. Ich mache schon auch ein bisschen Meso-Botox, gerne unter den Augenlidern, Ja. wo ich es nur oder in die Haut quaddle, sodass es ein ganz bisschen, also diese Crepey Skin, Fältchen, was ich so habe. richtig, Ja. denn da kann man natürlich nicht in den Muskel reinspritzen, was würde passieren, dann hängt das Unterlid dann Ja. nach unten, das muss ja auch nicht sein. Und ich bin auch echt offen für alles Neues, und aber ich glaube, wir haben jetzt auch alles schon ausgereizt. Es gibt nicht mehr so richtig viele Muskeln, die wir noch Also, nicht. mir hat jemand neulich erzählt, er lässt sich das Arschloch botoxen. Und da habe ich gedacht, okay, Maus, I'm open for everything. Aber da hätte ich tatsächlich dann das Problem, dass ich mir, also ein zu relaxtes Loch verbinde ich mit Inkontinenz. Er sagte, nein, es sieht dann schöner aus. Er kann das noch zusammenziehen, aber er möchte eben, dass das irgendwie schöner sieht. Da habe ich dann auch gedacht, okay, vielleicht lassen wir das jetzt einfach mal. Also das ist in der Tat wird das auch neurologisch. Oder in den Sack, damit der Sack tiefer hängt. Das machen auch Leute. Das Oder hat in die mich- Vagina. Ja, natürlich. Das sind alles Anwendungsgebiete, die gibt es. Und Ja. also auch der Sphincter, Ani, der Schließmuskel. Schließmuskel, der wird, es gibt ja Menschen, die haben da echt ein Problem. Und dann ist es eine Sache im neurologischen Fachbereich. Da wird also in der Tat dieser Schließmuskel behandelt mit Botox, damit es eben nicht manche haben Schmerzen beim Stuhlgang. Verstehe, okay. Aber aus Lifestyle-Gründen finde ich es einfach nicht sinnvoll. Aber es wird immer wieder gefragt. Mich hat sogar das ist aber schon Jahre her, die Bild am Sonntag mal gefragt, und das haben sie dann auch noch dummerweise abgedruckt. Da ging es dann um irgendwas mit in den Hodensack. Ja. Da habe ich es bis jetzt noch nicht so richtig verstanden, was der Wunsch dahinter ist. Lowhangers, sogenannte Lowhangers. Exactly, aber das sind ja ganz spezielle Wünsche, aber das passt jetzt nicht in den Praxisalltag so wirklich rein. Also ich glaube, es wird einfach auch viel Nepp gemacht mit der Leichtgläubigkeit der Leute oder mit der mangelnden Information der Leute und auch einfach damit, dass es natürlich ein großes Trendthema ist, dass alle Leute möglichst perfekt aussehen wollen auf Social Media, aber auch in Real Life. Und dieses mesoartige Einarbeiten von so einem sehr dünn konzentrierten Botox wird mir immer wieder angezeigt auf Instagram, weil mein Algorithmus natürlich weiß, dass ich Beauty besessen bin, dass mir da dieser kleine Stick empfohlen wird, der dann mit so einer Lösung angefüllt ist, mit eben so einem sehr verdünnten Botox, mit irgendwie Gold drin und was weiß ich was. Und dann stempelt man sich damit quasi selber über die Haut und das soll dann so einen ganz tollen Effekt haben. Und das wird teilweise beworben, auch von Skinfluencern, denen ich folge, oder auch Dermatologen, denen ich folge, die ich gut finde. Die müssen sehr viel Geld dafür bekommen haben, weil das Ding, also wenn man mal auf die Website geht und sich das anschaut, die Hälfte der Leute bekommen ihre Sachen nicht. Der Kundenservice ist non-existent, also es ist quasi verschenktes Geld.
Und da denke ich dann, das sind auch die gleichen Leute, die dann sagen, nein, Home Microneedling ist zu gefährlich und so, wo ich dann denke, ach, aber das bewerbt ihr dann. Also es sind ja auch Nadeln im Gesicht, die man zu Hause macht und bei dem anderen warnt ihr vor Infektionsrisiken, aber hier ist es fein. Also ja, ich glaube, das ist genau wie Kosmetik, die damit wirbt, dass sie, also einfach nur durchs Auftragen, dass man da Botox-ähnliche Effekte hat, das ist natürlich auch Schwachsinn. Es wundert einen immer wieder, wie sich das dann immer so durchsickert, solche Geschichten. Und doch verkauft werden. Aber ich wusste übrigens nicht, dass es Skinfluencer gibt. Skinfluencer, ja. So nennen die sich. Ja. Es gibt ja diese dummen Wortspiele. Also das heißt, das sind Influencer, sind Skinfluencer, Leute, die sich mit Themen befassen, die einen Mehrwert bieten, sind dann Sinfluencer. Oh mein Gott. Und was bin ich denn da? Ich bin ja sowieso nicht, Influencer ja sowieso eigentlich nichts. Also. Na, mich schon, du beeinflusst mich sehr. Ja gut, okay. Einzelne Personen vielleicht. Ja, ich will jetzt gerade nochmal, weil wir haben diese wunderschönen Vorher-Nachher-Bilder gemacht. Was heißt, also schön sind die gar nicht, vor allem die vorher sind oft nicht so schön. Aber ich will sie ja trotzdem zeigen, weil der Unterschied, ich finde, wenn ich so erzähle, dass ich mich viel mit Beauty-Themen auseinandersetze und dass ich auch selber, die Leute sagen eher zu mir, dass ich Beauty-obsessed bin. Ich empfinde das immer gar nicht so, ich interessiere mich halt dafür. Aber die Leute reflektieren mir das so, dass sie sagen, meine Güte und so, was du nicht immer alles machst. Denke ich, okay, aber ich sehe ja nicht so aus. Also ich bin ja auch nicht komplett delusional. Ich weiß schon, wann man was bei mir sieht, wenn ich was zu viel gemacht habe oder nicht. Aber ganz oft sehen diese Leute dann ja so sehr gemacht aus, sehr, sehr glatt, sehr gefüllt, sehr prall. Und das ist ja bei mir alles nicht der Case. Und trotzdem habe ich das Maximum an Botox in meinem Gesicht, das ich in meinem ganzen Leben jemals hatte. Wenn es richtig gemacht ist, sieht es halt dann toll aus. Und wir machen jetzt einfach mal kurz die Vorher-Nachher-Rutsche. Ich finde vor allem bei der Wange, also hier bei den Krähenfüßen, ich muss kurz das iPad jetzt zum Laufen kriegen. Während ich das euch schon einblende, könnt ihr es schon betrachten, das Bild. Aber nur, dass wir es hier auch nochmal vor Augen haben und Christian was dazu sagen kann. Gerade diese Wange ist halt insane. Also, wenn du da nochmal drauf guckst, das eine ist heute Morgen ohne Make-up, das andere ist vor, ich will sagen, freundlich 2 Jahren oder so, auch ohne Make-up. Und der Unterschied in der Textur hat auch was mit CO2-Lasern zu tun. Ich war zwischendrin 2. Mal beim Lasern. Aber ja, die Entspannung hier, also die Abwesenheit der Falte Absolut, auf dem rechten Bild, da ist kein Filter drauf und nothing, ist einfach Botox. Ja. Ich sehe auch sogar diesen kleinen Effekt des Mesobotox, was wir eben gesagt haben, am Unterlid selbst. Ja. Das ist auch nicht möglich, die Falten dort wegzubekommen. Nee. Das ist ja auch, weil das staucht sich ja beim Lachen etwas auf, aber das ist auch deutlich besser. Also, habe ich gut gemacht. Hast du gut gemacht. Also sieht der richtig gut aus hier, der Junge. Bin auch happy. Die Person. Die Person. Mein Schatz, ich glaube, wir haben sehr erfolgreich über alles gesprochen, was Botox angeht. Fällt dir noch was ein, was wir noch nicht besprochen haben? Nein, wir hatten eigentlich, denke ich, wirklich alles angesprochen. Alles, was schiefgehen kann. Ja. Ich denke, falls ja noch einer von euch da noch tiefer gehen will, es gibt bestimmt auch irgendwann in den nächsten Jahren wieder neue Geschichten, was man machen Es gibt kann. ja immer neue Sachen, aber ich meine, Botox ist eins von den Sachen, die uns wirklich, also auch schon lange Jahre begleiten und zwischendrin wurde das so ein bisschen tot gesagt, aber es ist ja immer geblieben, weil es einfach auch eben was abdeckt, was anders nicht so richtig gut herzustellen ist auf dem minimalinvasiven Level. Also ja, ich glaube, da haben wir noch eine Weile Spaß mit. Botox, also da prophezei ich und da bin ich echt mutig, das geht nie mehr, wird nicht wegzudenken sein. Auch die zu erwartenden Nebenwirkungen, die man ja immer befürchtet hat bei jahrelanger Injektion, die bleiben aus. Ja. Gibt eigentlich nichts Schlimmes, was wir wissen, was das vielleicht getan hat. Nee. Und lass uns auch mal ehrlich sein, ne? Die Leute, die in meinem Alter sind, die haben die 80er, die 90er und die 2000er Jahre erlebt. Und wenn ihr ein ähnliches Leben gelebt habt wie ich, dann hattet ihr viel schlimmere Sachen in eurem Körper als ein bisschen Botox oder eine Impfung. Insofern denke ich dann auch immer die Leute, die dann sagen, ja, aber man weiß ja nicht, welche Nebenwirkungen das hat. Dann denke ich, Mausi, wenn du im Berghain vom Fußboden Sachen aufgehoben und in deinen Mund gesteckt hast auf der Toilette, also Drogen, you're gonna survive this. So, we're gonna be fine. Ich denke auch, alles ist relativ und insofern, ja. Botox forever. Schöne Wort. Yes! Gut, ihr Süßen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir haben ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema für euch vorbereitet. Eins, zu dem ich selbst auch ganz viel zu sagen habe, weil ich da selber auch Patientin bin und mein Weight Loss dem auch zugute schreiben kann. Das Thema ist GLP-1. Yes! Also Ozempic, Mounjaro, Wegovy, wie sie alle heißen. Abnehmspritze. Genau.
Das ist unser Thema für die nächste Folge. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ihr könnt uns gerne 5-Sterne-Bewertungen überall hinterlassen. Ihr könnt uns folgen bei Spotify, auf Instagram. Wir haben einen Instagram-Account. Und bis dahin, das tut uns allen gut. Also immer, wenn ihr weiterverteilt, freuen wir uns. Wenn ihr einen Termin bei Christian haben wollt, dann, ich packe euch in die Shownotes, wo das geht, bei Metropolitan Aesthetics in Berlin und in Zürich. Und bis dahin sagen wir dann Bussi. Tschüss und Bussi. Tschüss und Bussi. Ciao. Tschüss.